Carthago Schick S Plus i52 QB, heute in Sulzemoos bei Hofstetter, und zeigen euch heute mal das ganze Fahrzeug kurz von außen, viel von innen, mit Kassettentoilette von Tedford mit drin und einem ganz großen Heckbereich mit Garage, Außendusche, Dometic-Wechselrichter, Riffelblech, Expander an der Seite, einer ganz niedrigen Ladekante, die hier mit drin ist, und natürlich eine Tür, die nach oben öffnet. Ein ganz nettes Detail, was hier drin ist, und die berühmten Expander. Auch die Kurbel hat natürlich hier einen Platz, wo sie hingehört. Das ist das Heck. So sieht es von hinten aus. Vom Schick S Plus. Er hat Silber. Das ist aufpreispflichtig, aber schon fast ein Muss bei dem Fahrzeug. Und auch wenn man das Ganze hier schließt, das ist schon so ein bisschen wie bei meinem T6, wenn der Fahrradträger montiert ist. Also die Dämpfer haben es richtig in sich, sie sollen ja auch lange halten. Also das Ganze macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Klack. So, wir gehen mal rein. Eine alte Warmwasserheizung ist mit drin, das sind die Daten. Ich habe den Iveco Daily 50C und richtig viele Ausstattungen, 223.265 Euro. Übrigens der Grundpreis hier 116.800. Man kann ihn voll machen, 223.265. Wir gehen mal rein. So, Auffahrtür, breit, mit Holzinlays mit drin. Insgesamt 4 Stufen, 2 außen und eine kleinere dann nochmal innen. Hier habe ich das automatische Leveling-System von EP mit eingebaut. Fliegengitter mit drin. Und stehe natürlich über allem hier. Also das ist allein schon so die Aufbauhöhe, denn das Ganze hat einen Doppelboden. Das zeige ich euch gleich mal. Denn hier vorne habe ich das mal aufgemacht für euch, dass man das mal sieht, das Doppelbodenkonzept. Hier ist übrigens der Außengasanschluss mit drin, 30 Millibar. Das ist der ganze Doppelboden, der komplett über das ganze Fahrzeug geht. Hier bin ich schon innen drin. Ich lasse die Klappe jetzt auch gleich mal auf. Da können wir sehen, wir können sogar von innen außen rangehen. So, hier ist Licht. Kann ich die Beleuchtung auch auf und zuschalten. Und hier sieht man auch, alles ist von der Fußbodenheizung durchzogen und dadurch auch warm. So, gehen wir mal rein. Hier ist übrigens so ein kleiner Anschlagpunkt, dass wenn jemand die Tür dann aufmacht, der Klassiker, warte mal ganz kurz. So. Es war wirklich so, die Tür war gelockt in dem Moment, wo die Klappe offen war. Spannendes Detail. Habe ich auch noch nicht gewusst. Vielleicht war es Zufall, aber sie ging nicht auf. Als ich die Klappe zugemacht habe, ging es denn. Macht wahrscheinlich Sinn, dass man nicht gegenstößt. So, großer Spiegel direkt am Eingang links. Zumindest mal sehr hoch. Und dann direkt der Zugang zum Doppelboden. Und hier habe ich dann auch den zentralen Ablass. Bedeutet, hier an der Seite habe ich die Schieber und auch die Ablässe jeweils für die Tanks mit drin und komme auch direkt an den ersten Doppelboden dran. Das heißt, ich kann also von hier aus direkt mal Dinge verstauen. Ja, das Leveling-System, ich habe es eben schon kurz erwähnt, Hubstützenanlage vollautomatisch, Leder ist mit eingebaut, es riecht richtig nach Leder, wenn man reinkommt, echtes Leder. Ich gehe direkt mal rein, das ist die Sitzgruppe, sehr lang, also eine richtige Lümmelcouch hier mit drin und mit vielen Details. Fernseher hier auf der rechten Seite, der ist hier wie immer bei Carthago, wenn man möchte, auch elektrisch. Muss ich mal selber gerade ziehen. Da ist er, mit einer Gasdruckfeder, wenn es ein bisschen kälter ist. Jetzt ein Ticken schwieriger, aber ein 32 Zoll Fernseher, das ist schon angemessen bei dem Fahrzeug hier. Und wenn ich ihn dann nicht mehr brauche, dann klappe ich ihn einfach ein und habe ihn dann gut versteckt hier unten drunter. Das ist die Sitzgruppe, ich habe es eben kurz erwähnt. Ich kann also von hier aus direkt durchladen, habe dann die Möglichkeit hier, indem ich hier einfach ziehe, komme ich an den Boden ran.
Dazu muss ich aber den Sitz vorne einen Ticken nach vorne machen, beziehungsweise drehen. Das können wir gerade mal machen. Dann komme ich nämlich hier an das System ran, bei dem ich also nicht jetzt groß was hochklappen kann, sondern ich ziehe jetzt einfach raus. Habe jetzt hier den Zugang zu meinem Ladeboden und kann hier zum Beispiel eine Getränkekiste und komme direkt an die Flaschen dran. Das Ganze ist natürlich auch mit einem ordentlichen Schließmechanismus verbunden, dass ich keine Angst haben muss. So, zugemacht. Alcantara in Verbindung mit Echtleder. Macht eine gute Figur. Hier vorne der Wohnraumbereich mit Iveco Daily, einer 8-Gang ZF-Automatik, Rückfahrkamera, Multifunktionslenkrad, Spurhalteassistent und dem Original Daily Führerhaus, das hier voll integriert wurde mit Leder sogar. Ich zeig's mal gerade. Also ganz edel. Hat übrigens noch eine Fahrerhaustür. Das ist zum Beispiel bei den großen anderen nicht so. Die haben keine Fahrerhaustür, aber schick gemacht. Ja, Fahrzeug hat kein Hubbett. Deswegen habe ich hier natürlich die Möglichkeit, hier jetzt in dem Moment zu stehen. Das geht bei vielen anderen nicht. Ich bin gerade über den Schränken drüber. Hier habe ich dann noch ein großes Fach an der Seite. Da ist der Tisch, der dann der Sitzgruppe gegenübersteht. Da habe ich nochmal die kleine Sitzgruppe an der Seite, wo ich zum Beispiel benutzen kann, dann auch zum Schuhe anziehen und so weiter. Also ganz praktisch an der Seite. Ja, wenn ich natürlich keine Hubbettanlage habe, dann habe ich mehr Schränke. Und hier sieht man also auch dieses Yachtdesign, was hier bei Carthago oft verwendet wird, mit der Uhr in der Mitte. Hier habe ich einen Hygrometer mit drin, Temperatur. So ein bisschen wie in einer Yacht, und alles sind mit Pushlocks ausgestattet. Also ich habe also hier ordentliche Beschläge mit drin und habe große Schränke, sehr, sehr tief, wo ich dann problemlos an die Schränke jeweils drankomme. Habe keine Griffe, also das Ganze sieht aus, als wäre es eine einzige Fläche an der Seite, was auch Sinn macht, denn alle anderen haben Griffe. Aber hier möchte man ja eine cleane Optik haben, das ist auch sehr gelungen. Also wenn ich hier das ganze Fahrerhaus einfach mal sehe. Ja, 2 große Hekis. Da muss ich allerdings schon ein bisschen größer sein, damit ich drankomme, damit ich sie aufkurbeln kann. Da ist die Kurbel mit drin. Hier vorne ist die Elektrik. Gerade mal die Anlage mal starten, mal gucken, ob Saft drauf ist. Hier jetzt nicht. Habe ich fast erwartet. Wenn ich ehrlich bin, ist aber nicht so schlimm, denn ganz, ganz viele Fahrzeuge sind im Vorführbetrieb hier. Und in Sulzmoos ist das interessant, deswegen habe ich ja auch Licht dabei, dass die meisten Fahrzeuge nicht abverkauft werden, sondern hier stehen, damit man sich die auch wirklich angucken kann, sodass die Auswahl riesengroß ist. Allein bei Carthago, glaube ich, 30, 40 verschiedene Fahrzeuge da, plus Malibu, die direkt hier bereitstehen. Und ja, ganz geflecht bin ich hier vom Möbelbau. Ich zeige das mal gerade. Das Ganze ist rund. Das heißt also, hier habe ich alle Möbel, die sind so geschwungen, dass ich die Flächen optimal ausnutzen kann. Habe hier meine Espresso-Tassen, meine Espressomaschine, ich habe genau die gleiche, die ich ausschwenken kann, um sie dann zu benutzen. Sehr platzsparend, mache sie zu, habe meinen Kaffee gemacht, das gleiche auf der anderen Seite, diesmal gerade, große Schränke. Hier oben ein großer elektrischer Lüfter. Hier sieht man nochmal die Übersicht von beiden Hekis hintereinander. Und das ist schon spannend, wie viel Platz man hier hat, auch in diesen Fächern, die unten drunter sind. Also überall ist Platz. Auch direkt am Eingang habe ich ein kleineres Fach. Hier kann ich auch noch Sachen reinlegen. Hier ist auch unter anderem die Sattanlage verbracht. Über dem Fernseher. Das ist der Wechselrichter, die Steuerung davon. Und auf der anderen Seite die alte Heizung. Ja, der Kühlschrank darf nicht fehlen. Der Tech Tower Dometic mit beidseitig zu öffnendem Gefrierfach. Und Kühlschrank sowie einem kleinen Backofen oben drüber, der keine Oberhitze mehr hat. Aber das war so ein bisschen der Höhe geschuldet. Das Ganze lässt sich natürlich von beiden Seiten öffnen. Hier ein Apothekerauszug, der an der Seite dran ist.
und eine Garderobe, eine richtige, die hier integriert ist. Schränke, zentral verriegelt. Jetzt hoffe ich, dass sie nicht abgeschlossen sind. Sind sie nicht, weil wir keinen Saft drauf haben. Gehen sie auch nicht zu. Das ist übrigens die Steuerung für die Zentralverriegelung, dieser rote Knopf hier. Zentralverriegelung Küche und Schuhschrank. Und damit kann ich auf einen einzigen Knopfdruck sowohl die Küche als auch diesen Schuhschrank, den wir noch nicht gezeigt haben, am Eingang verriegeln, sodass hier nichts passieren kann. So, denn überall verbirgt sich was. Hier ist ein Ausziehschrank mit drin, wo sich meine Mülleimer verstecken. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber man kann es auch einfach offen stehen lassen. Dann habe ich nämlich zusätzlich nochmal diese Ablagefläche, wenn ich koche, und kann die Mülleimer einfach komplett ausklappen. Davon habe ich 2 Stück. Unten ist noch einer und hier habe ich nochmal ausgefräste Plätze für Flaschen und Co. Und natürlich Schränke und viele Schränke, auch ganz unten nochmal Schränke. Und für das Besteck. Hier, ja, das ist eine Ablagefläche, die ich dann nochmal habe. Und die kann ich dann zusätzlich nochmal hier reinbringen und kann sie benutzen nochmal als zusätzliche Ablagefläche. Hier oben drauf habe ich Glas. Da kann ich dann auch mal was abstellen, ohne dass das irgendwie verschmutzt wird. Das hier wird geöffnet. Man nimmt zuerst die vorderen Gläser, dann die hinteren Gläser raus. Und so kommt man dann alle auch problemlos dran. Mit Soft Close. Guck mal. Schließt sich von selbst. So, das ist der Kühlschrank. Von der Seite natürlich auch zu öffnen. Und wir gehen ins Bad. Queensbett. Von beiden Seiten problemlos zu begehen. Wie im Hotel. Und auch hier eine Optik, ja, das könnte absoluter Luxus sein, mit Fächern auf der rechten Seite, wo ich kleine Ablagen habe, Pushlock-Schränken über dem Bett und 2 großen Kleiderschränken, die auf jeder Seite sind, bei denen sogar so ein kleines Detail, die Stangen jeweils zu dir rüberkommen, wenn du sie benötigst. Ja, Fenster mit Gardinchen, die sind hier, und an der Seite habe ich, wie auch schon in den kleinen Modellen, solche Fächer. Da kann ich mein Handy reinlegen, da habe ich Ablageflächen, zusätzlich nochmal oben drüber eine Steckdose drin. Da sieht man also, hier habe ich Platz für die ganzen Dinge, die ich dann habe. Ja, hier eine Besonderheit, ein Alphatronics Fernseher, der seine Funktionen, je nachdem, wie ich dann diese Tür schließe, auch komplett über diese Kontaktleiste herstellt. Das kann ich euch mal zeigen. Also, wenn ich jetzt die Tür auf der rechten Seite öffne, die kann ich öffnen, das muss man einfach mal gesehen haben, dann geht er über diese Kontaktleiste drüber und findet dann den Kontakt hier auf der Seite. Dazu wird das hier entriegelt. Man zieht das hier so raus. Dann kommt der Fernseher hier rüber. So, und jetzt kann ich dann meine Tür einfach schließen und habe dann hier nochmal die Möglichkeit, komplett zuzumachen. Trotzdem hat der Fernseher dann, ist dann mittig montiert und hat dann den Kontakt wiederhergestellt. Das ist ganz praktisch. Wenn ich dann zurückschiebe, dann findet er die gleichen Kontakte dann auf der Seite. So sieht das System dann aus. Und das wird dann gelockt anschließend wieder hier, transportverriegelt und für den nächsten Einsatz dann wieder. Ja, kleiner Kleiderschrank, der hier nochmal drin ist, der sich nach hinten übrigens öffnet. Ist nach vorne ein bisschen schmaler, aber nach hinten wird er ganz groß. Und dann die Raumtrennung nochmals, dass ich also hier ein Raumbad bekomme, Carthago-like zuschließen mit einer integrierten Tür, damit ich die Toilette nochmal verschließen kann, die ich auch üblicherweise, wenn es montiert ist hier nicht montiert, dann sogar den Handgriff zumachen kann. Das Ganze ist hier an einer Magnetführung. Man sieht das also, ich habe eine Tür in der Tür. Also hier ist die Tür zu, mache ich hier zu,
Habe mich jetzt auch hier in der Toilette nochmal vereinzelt, wenn ich das möchte, und kann hier sogar nochmal zuziehen. Dusche. Ja, die darf natürlich nicht fehlen. Große Dusche mit drin. Auch mit einem versteckten Ablauf. Das darf auch da drin bleiben. Hier vorne habe ich die Verschlüsse, sind schon geöffnet. Hier kann ich einfach schließen. Das gleiche von der anderen Seite. Und habe dann komplett meine Riesendusche mit einem runden Verschluss mit drin. Auch für große Menschen. Also 2 Meter Stehhöhe ist hier kein Problem, denn ich habe hier eine Regendusche oben, die oben eingebaut ist, sodass ich also noch nicht mal hier irgendwas über mich halten muss, wenn ich groß bin. 2 Kleiderhaken sind mit drin. Die sind hier an der Seite. Und hier kann ich dann nochmal mein Shampoo und alles reinstellen und ja, hier nochmal alles reinmachen. Da sieht man den Kleiderschrank. Der ist hier drin. Und der ist jetzt hier mit Schubfächern ausgestattet, macht vielleicht auch Sinn. Und ja, für Unterwäsche und alles, was ich brauche. Also Fernseher. Hier habe ich mein Queensbett. Da ist nochmal Schubladen, jede Menge. Und Riesenschränke nochmal unter dem Bett an der Seite. Da kann man mal reingucken. Also das ist riesig. Und hier sind dann jeweils nochmal Revisionsklappen für Tanks und Technik, die sich immer unter diesen kleinen Schlössern verbergen. Ja, große Fenster, die auch so von den Plissis aussehen, als wären sie noch viel größer. Also es wirkt dann auch viel größer. Auf der linken Seite nochmals ein großes Staufach und ein Schrank mit drin, der auch hier entgegenkommt. So, jetzt sind wir gleich fertig mit den Filmarbeiten. Das war jetzt das Bad und wir gehen jetzt mal raus, gucken uns das Ganze mal an. Das ist der Wohnbereich nach vorne, die Dusche, recht groß. Dann drehe ich mich gleich mal langsam hier rüber. Hier ist das Queensbett und da sind die Küchenanlagen mit Schränken, Oberschränken, ohne Hubbett hier das Ganze, der Tower, Kühlschrank und der Wohnbereich, denn der vorne mit einer Rundsitzgruppe dann endet. Gut. Da ist er, der Chic S Plus i52QB. Wie er hier steht, 223.265 Euro, geht aber schon los bei 116.800. Das ist die Grundausstattung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind bei Hofstetter in Sulzemoos und danke auch nochmal an Hofstetter, die uns die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben zum Filmen. Tschüss!